Jawohl. Naja, immer was unerwartet passieren kann. Ja? Und das ist eine sehr schnelle Stütze, die ich aus der Bewegung sehr schnell anwenden kann. Ja? Eine flache Stütze, Ellenbogen sind unten, sind vorm Körper, ganz flache Stütze. Damit kann ich mich super vor einer Kenterung bewahren. Wichtig dabei ist, dass euch das Blatt nicht absäuft. Kann man das gerne auch noch so bewegen, wenn man länger braucht wie eine Sekunde. Ja? Aber das geschlossene Blatt schnell auflegen auf Wasser und damit kann ich den Schrägstand wieder ausgleichen. Jetzt wollen wir mit dem offenen Blatt stützen, hinten. Da kann ich den Oberkörper noch mit nach hinten nehmen. Das ist eine sehr, sehr stabile Paddelform. Also wenn ich den Oberkörper dann nach hinten nehme, dann merkt ihr richtig, wie mein Boot wieder gerade kommt. Ja, we zullen vandaag zeker nog een paar keer gaan kapseizen. Dat gaat zeker gebeuren. Dus ik ben al 1 keer erin gevallen. Versuch ein bisschen weniger Schlagzahl. Wenn dein Boot mal läuft, lass es laufen. Weißt Ja. du hattest gutes Tempo, da brauchst du nicht noch mehr, weil das geht eh wieder verloren. Also wenn es läuft, lass es laufen. Jeder ist ready, traut sich zu. Wir fahren einmal durch mit einer guten Geschwindigkeit. Ich voran, Lisa fährt zum Schluss. Zo, en zo doe je dat als je een lege boot op het water hebt. Dan leg je hem zo voor op de andere plek af. Ja, das fühlt sich immer sehr lange an. Ja. Jede 5 Sekunden unter Wasser sind eine Ewigkeit gefühlt. Die Seilfähre brauche ich immer, wenn ich crossen will, von einer Uferseite auf die andere. Das kann sehr, sehr wichtig sein. Wichtig hier ist, Nase geht in die Strömung und wir wollen das Wasser nutzen. Wir wollen nicht dagegen ankämpfen. Wir kanten leicht an. Ja? Ich will hier rüber, also muss ich leicht auch auf diese Seite ankanten. Ich mache das mal vor, dann kann man mit sehr wenig Aufwand das Flussufer wechseln. Das geht nach oben, ich kante leicht an und ich werde fast gar nicht verzwiftet. Ja? Wenn ihr hier drüben seid, paddeln wir hier vor im Scherwasser. Machen die Kehrwasserausfahrt mit dem offenen Blatt. Boot geht mit der Strömung. Dann hole ich mir hier 2, 3 Paddelschläge Tempo und mache die Kehrwassereinfahrt auch mit dem offenen Blatt. Jawohl, ja, schön, ja. Ich fahre noch ein Stückchen mehr, dann auf die Seite. Ja, etwas beseitigt und Olaf mit dem offenen Blatt rein. Ja, ich habe das verkehrt rum. Genau, du hast das geschlossene Blatt, wie Ja. bei der tiefen Stütze, Ja. mit dem offenen Blatt reinfahren. Ah, sehr gut. Schau mal, es dreht schon über die Kante. Ja.
So, we gaan oefenen met surfen. Dagegen kämpfen wieder ins Kehrwasser. Guck, dass du so wirklich ganz oben anfährst. Dann geht es relativ ohne Aufwand hier. Ja? Und dann, wenn du drauf sitzt, liegt ja alles. Hey! Edward, okay, Daniel, zu mir! Edward! Ich hab's drauf. Ja, schön. Ich schick's Marc. Ja, danke. Hat Spaß gemacht, die 2 Sekunden. Oh. Kleine Bewegung reichen. Und ins Kehrwasser, komm. Ah, shit. Sorry. Guter Service. Ja, das gehört dazu. Ja. Hey, danke dir. Ja, gerne. Danke. Wasser, perfekt, perfekt. Lisa macht es gleich vor. Wir wollen erst reinspringen, passiv schwimmen, dann ein Kehrwasser erwischen in der aktiven Schwimmhaltung, also kraulend ist empfohlen. Ja, das ist mal am schnellsten. So, wenn ihr das Kehrwasser erwischt, kurz uns Bescheid geben, alles klar, alles okay. Danach wieder rein, die zweite Walze auch passiv schwimmen. Und dann kommen wir zur Wurfsackrettung hier. Wurfsack. Jeder führt ihn mit. Die wenigsten üben regelmäßig. Also ich empfehle wirklich, das Ding regelmäßig auszupacken, um mal so ein bisschen damit zu üben. Eben damit man, wenn es drauf ankommt, trifft. Weil meistens hat man nur einen, maximal 2 Versuche. Grundsätzlich im Packraften, ja, die meisten Wurfsäcke so zwischen 15 und 20 Meter. Viel mehr macht auch gar nicht Sinn, weil ich kann da eh nicht weiter werfen, zumindest nicht zielgenau wie 20 Meter mit so einem Sack. Also da muss man schon sehr, sehr gut werfen können. Und die größeren Säcke sind eigentlich eher so für Rafting, da kann man dann Seilsysteme bauen und kann natürlich mit den entsprechenden Rollern und den entsprechenden Karabinern noch andere Lösungen, um zum Beispiel ein verklemmtes Raft rauszuziehen. Im Packrafting sind wir eher meistens leicht unterwegs, deswegen sage ich so 16, 18, maximal 20 Meter, kann man auch noch gut werfen. Grundsätzlich, der Wurfsack sollte nah wie möglich am Mann sein, wenn ihr ein Boot habt. Ja? Oder noch besser am Mann. Es gibt so Wurfsack-Tragegurte oder einige Schwimmwesten haben auch hier hinten direkt den Wurfsack noch mit drin. Also ich kann hier in einer Bewegung jetzt hier an dieser Schnalle ziehen und zack, habe ich nochmal einen kleinen Wurfsack in der Hand. Weil ich weiß ja nie, wann ich ihn brauche. Ja? Auch Scouten kann gefährlich sein, glitschige Steine, auf einmal liegt einer drin. Also nehmt den Sicherheitskram auch zum Anschauen von irgendwelchen Stromschnellen mit. Dann ist da ein Seil drin, das möglichst clean sein sollte. Und mit clean, bei einem Wurfsackseil finde ich clean beidseitig
sehr gut, also einmal sauber und nicht dreckig, weil sonst schimmelt einem das Seil irgendwann weg. Und zweitens clean heißt, die Enden sind nicht mit Knoten versehen. Weil sobald ich da irgendwelche Knoten drin habe, besteht immer die Gefahr, dass ich mich in meinem eigenen Knoten an meinem Ende verhedder und das Seil sich nicht mehr löst, wenn man es denn loslassen möchte. Ja? Deswegen die Philosophie ist, so clean wie möglich. Des Weiteren versuche ich immer nur so viel Seil ins Wasser zu werfen, wie ich brauche. Ja? Ist nicht immer möglich, manchmal ist es auch, sag ich mal, aus der Situation raus, wo ich das nicht super vorher aufsetzen kann. Aber der Klassiker bei uns auch im Paddeln ist ja, wir fahren irgendwo runter, wo es schwer ist. Wir stellen vorher schon 2, 3, 4, 5, je nachdem wie viele wir sind, an den Rand zum Retten. Und da bereite ich natürlich dementsprechend vor. Und zwar jetzt bei dem Fluss, der ist nicht so, dass ich da die kompletten 18 Meter brauche. Da nehme ich mir halt schon mal ein paar Meter raus und habe dann wirklich nur das Seil in der Hand, was ich auch relevant habe zum Werfen. Wie werfe ich? Wohin werfe ich? Es gibt da viele, die sagen, ja, leicht unterhalb, oberhalb. Nee, wir werfen direkt auf den Schwimmer. Ja, wir werfen direkt auf den Schwimmer. Wir sprechen den Schwimmer vorher an, weil wenn der nicht Blickkontakt mit uns hat und wenn der nicht weiß, dass ein Wurfsack kommt, wird er den nicht aufnehmen. Am einfachsten finde ich, ist es von oben. Man kann auch von der Seite werfen oder von unten. Es kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Situation drauf an. Ja? Manchmal muss ich an irgendwie was vorbeiwerfen oder hab oben, stehe unter einem Gebüsch oder so, hab oben keinen Platz. Also ich empfehle eigentlich, dass diese Wurftechnik und diese Wurftechnik einfach regelmäßig trainiert wird, damit man ja, auf alles vorbereitet ist. Und klar, wenn man freie Wurfbahn hat, nimmt man die man einfach am sichersten beherrscht. Ist da noch einer drunter? Okay. Das war auch lange unter Wasser, aber ruhig geblieben. Ja? Gut. Was auch ganz wichtig ist, ich muss immer, auch wenn ich denke, ich brauche sehr viel Seil, muss ich immer etwas Seil rausnehmen. So 1, 2 Meter immer rausnehmen, damit ich etwas nachlassen kann, etwas nachgeben kann. Weil wenn ich am letzten Ende und das Seil rutscht mir ein bisschen oder ich kann gar nicht nachlassen, ist auch schlecht. Das müssen wir noch beachten und wir sind im Team unterwegs. Einer wirft und wenn da jemand im Seil hängt, ist da eine sehr große Kraft drauf. Das heißt, wenn dann jemand im Seil hängt und ich habe das Seil hier, brauche ich Unterstützung. Da ist am besten wirklich hinten an den Schwimmwesten reingreifen, ist wunderbar. Der Second Throw ist auch noch eine sehr gute Input. Können wir dann auch mal üben. Ich habe geworfen, Mist, nicht getroffen oder es kommt noch ein zweiter Schwimmer, soll ja auch vorkommen. Ich habe jetzt dieses Ende in der Hand. Was kann ich machen? Ich kann das Ende in die Hand legen und kann so wickeln. Und wenn ich so wickel, kann ich auch wieder werfen. Und diese Wickelform geht auch relativ schnell. Und dann kann ich werfen und das Seil fliegt wieder gerade. Wenn ich es anderweitig zusammenrolle, wird das Seil nicht fliegen, sondern wird sich verheddern in der Luft. Nur ein Wurfsack, den ich selber gepackt habe, ist ein guter Wurfsack. Das ist so ungeschriebenes Gesetz im Paddelsport auch. Und wenn ihr den Wurfsack zusammenpackt, nehmt ihn am besten über die Schulter und dann kann man hier stopfen, sogar mit 2 Händen. Das geht auch relativ zügig. Ihr wollt immer auf die Seite vom Seil, wo das Ufer ist, immer zum rettenden Ufer hin. Das heißt, wenn ich jetzt das Seil hier so gefangen habe, aus Zufall, muss ich was tun. Ich muss einmal unter dem Seil durch und dann pendelt es mich wie so eine Seilfähre am Fluss automatisch auf die richtige Seite. Hänge ich an der anderen Seite, hänge ich teilweise voll in der Strömung und wir brauchen viel, viel mehr Kraft, um die irgendwie rüber zu pendeln, den Schwimmer. Also immer auf die Seite vom Seil, wo das rettende Ufer ist. Lisa schwimmt zuerst, schaut euch auch das an, das ist auch Teil der Übung.
Perfekt. Jawohl, jawohl, sehr gut. Nein! Er guckt nicht, kein Blickkontakt. Ja, war auch vom Bauch schon am Schwimmen. Unten runter, jawohl. We gaan oefenen met de boefslag. Ben benieuwd. Daniel kommt dann das Hindernis. Okay, ich gebe Gas, 3-4 Schläge, hab Geschwindigkeit, warte kurz, Kanten und schieß mich über das Hindernis rüber mit dem. Was möchtest du machen? Fliegenden Wechsel. Ja, Wir wechseln. Ich steige in das Boot, du steigst in Ja, das Boot. okay. Gleichzeitig. Oh, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ja, Kinder? Ja. Glaube ich auch. Das haben bei uns immer nur die Kinder gemacht, wenn der eine dann doch lieber mit Mama fahren wollte oder nicht mit Mama. Sind noch Kinder. ik wilde wel nog even voorstellen, de cursusleiders hier, dat zijn Tim en Lisa van Current Raft. Ik wil ze heel erg bedanken voor deze dag. Dankeschön. Ich habe sehr viel dazugelernt, hat mir sehr viel Spaß gemacht und werden wir bestimmt nochmal machen irgendwann. Hört sich gut an, dann am Wildfluss. Am Wildwasser 5. In den Niederlanden. Ich bin auch älter, genau. Ja, nee, euch auch vielen Dank an den Kurs. Danke für das Mitmachen. Gute Lernkurve. Ich glaube, wir konnten einiges mitnehmen alle. Und es hat Spaß gemacht. Wenn von euch noch irgendwas kommt, wenn Fragen kommen im Nachgang, sagt Bescheid. Wir sind weiter erreichbar. Ganz easy. Ruft an oder per WhatsApp oder sowas. Und die Meetups habt ihr im Blick. Die Meetups sind total cool. Da kann man echt mit netten Leuten aufs Wasser gehen, die sehr viel Erfahrung haben. An der Socha, bei uns in Landeck oder in Frankreich. Es gibt tolle Meetups, wo man teilnehmen kann. Das macht echt Spaß. Und kann man sich einfach weiter networken und weiter auch verbessern einfach. Und ja, vielen Dank. Und ja, wir sehen euch am Wasser. Ja. Het was een lange dag, het was een vermoeiende dag. Ik heb echt wel behoorlijk spierpijn. Veel geleerd. Je ziet, je bent nooit te oud om te leren. Hoewel ik al meer dan 35 jaar paddel, ben ik geen wildwaterspecialist en heb ik ook weinig ervaring op wildwater. En deze cursus van Tim en Lisa van Current Raft, die heeft mij echt weer heel veel dingen laten zien die ik ook echt niet verwacht had. En jullie ook bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je er wat van hebt geleerd en dat je het leuk vond. En dan hoop ik je gauw terug te zien bij een volgende video bij Ekkie Outdoor. Ciao, ciao!